Ich habe an meiner Seite heute Albert Sperdl, hat letztes Jahr mit seinem neuen Unternehmen angefangen. Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Letztes Jahr angefangen mit dem Unternehmen. Was hast du davor gemacht? Warum Unternehmen gegründet? Ich war von 2001 bis 2018 beim österreichischen Militär und bin 2011 das erste Mal mit dem Thema Bitcoin und Blockchain in Berührung gekommen. Und ich durfte auch beim Militär oder für das Militär an diesem Topic forschen und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Natürlich bin ich selbst relativ frühzeitig in Bitcoin investiert, wurde dann leider mehrmals gescammt und jedes Mal, wenn ich das zur Anzeige bringen wollte, wurde mir von der Polizei irgendwie so gesagt, Krypto, da können wir leider nichts machen, selbst schuld. Ja. Mit dieser Aussage wollte ich mich aber nicht begnügen. Ja. Und Stefan, mein Partner, war zu dem Zeitpunkt in Amerika und hat auch natürlich schon dementsprechend Erfahrungen mit Kryptos sammeln können. Und in einem Gespräch, was wir halt so geführt haben, haben wir dann gesagt, ja, irgendwas müssen wir da machen können. Ja. Wir haben irgendwie einen Intelligence-Hintergrund und die Blockchain-Technologie ist ja transparent und für jeder Mann und jede Frau einsehbar. Und wir müssen irgendetwas machen. Ja, gesagt, getan. Kurze Zeit später haben wir dann Insider Risk gegründet, was jetzt Foreos Blockchain Analytics ist. Okay, und was macht ihr dort? Also was macht das Unternehmen? Wir verstehen uns als Private Intelligence Service, aber mit Fokus auf Blockchain Forensik. Das heißt, wenn Digital Assets gestohlen wurden, dann tracen wir die und suchen sogenannte Exit Points. Bei regulierten Exchanges ist das meistens der Fall. Und da verknüpfen wir quasi die Hashes mit natürlichen Personen und können so die Täter dingfest machen. Okay, sehr spannend. Und habt ihr das, was ihr jetzt macht, sozusagen, den Namen, hast du gesagt, habt ihr geändert? Genau. Habt ihr genau mit dieser Vision auch gestartet? Hat sich am Weg da was verändert oder wie war da euer Weg in den letzten 1,5 Jahren? Ja, genau. Also zuallererst sind wir mit dem Laptop irgendwie bei mir zu Hause am Küchentisch gesessen und haben die ersten Fälle aus dem Bekanntenkreis irgendwie versucht aufzuschlüsseln und aufzubrechen. Und es hat eigentlich nicht lange gedauert, dann hat das richtig Fahrt aufgenommen. Also da sind wirklich große Fälle bei uns am Tisch gelandet und dementsprechend haben wir uns dann auch in Amerika ausbilden lassen bei McAfee. Ich war damals der erste zertifizierte Cryptocurrency Forensic Investigator in Österreich. Und ja, wie gesagt, also wir sind vom B2C jetzt im B2B-Bereich angelangt. Und es wird noch einiges kommen von unserer Seite. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind jetzt mittlerweile 30 Leute. 30 Was hat sich da für dich verändert? Also ein kleines Team quasi zu Hause angefangen zu 30 Leuten. Was bedeutet, dass ihr auch aus dem Militär kommen? Hat man da was gelernt, was man dann da anwendet oder ist das ganz anders? Ja, absolut. Also zum größten Teil sind die Mitarbeiter, die was wir haben, ja aus dem Investigativbereich. Und ob das jetzt Polizei ist oder ob das die Finanzbehörde ist oder das Militär, wir sprechen alle eine ähnliche Sprache. Und die größte Herausforderung ist aber dennoch, diese Mitarbeiter abzuholen von dem Standpunkt, wo sie sind, auch was das Know-how angeht, hinsichtlich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie und dann wirklich zu Datenforensikern zu machen, die was auf der Blockchain Daten analysieren, tracen, extrahieren und gerichtsverwertbar aufbereiten. Okay. Und habt ihr das alles selber finanziert? Also waren dann die Aufträge da oder seid ihr extern finanziert? Also wir haben das alles aus dem eigenen Cashflow War das eine aktive Entscheidung, das so zu tun oder ist es einfach so gut angelaufen, dass das nie ein Thema war? Es war eigentlich nie ein Thema. Also es ist wirklich von der ersten Minute an so gut angenommen worden vom Markt, dass wir das alles aus dem eigenen Cashflow geschafft haben. Perfekt. Was sind so die nächsten Schritte bei euch? Die nächsten Schritte werden sein, dass wir eine vollautomatisierte Plattform bauen, bei denen jetzt der Private oder auch der Unternehmer Wallet-Adressen abfragen kann, ob die irgendwie auf einer Sanktionsliste sind, ob die schon mal irgendwie im Zusammenhang mit einer Straftat irgendwo gesichtet oder gemeldet wurden. Und darüber hinaus wollen wir noch weitere Tools implementieren. Perfekt. Super, ja, dann sage ich herzlichen Dank, alles Gute auf deinem Weg und danke, dass du das Interview mit mir gemacht hast. Dankeschön, hat mich gefreut.